Heute habe ich ein paar kostengünstige Möglichkeiten für dich, wie du dein Gaming-Setup aufwerten kannst. Und zwar vor allem, wenn es darum geht, deine Geräte vor Gebrauchsabnutzung und Staub oder Kratzer zu schützen. Extreme-Rate ist ja eine Firma, die bekannt dafür ist, kostengünstiges Gaming-Zubehör herzustellen. Und ich habe heute hier ein paar Sachen von Extreme-Rate, die ich für euch testen möchte und mir mal anschauen, ob die wirklich das halten, was sie versprechen. Ich habe zuerst hier für den DualSense der PlayStation 5 eine Hülle. Wozu braucht man so eine Hülle? Wenn man den DualSense exzessiv benutzt, dann hat er irgendwann nach einer Zeit wohl oder übel Gebrauchsspuren. Mag es Kratzer sein, mag es Verschmutzungen sein oder einfach nur Abnutzungen hier an den Griffen. Das passiert einfach ganz automatisch, wenn man ihn länger benutzt. Und um ihn da zu schützen vor solchen Gebrauchsabnutzungen und Gebrauchsspuren, gibt es eben solche Hüllen. Und die sind eigentlich ganz praktisch. Da habe ich jetzt hier eben diese von Extreme-Rate. Was ich auch cool finde, ist, die hat hier auch solche Noppen, um den Grip ein bisschen besser zu machen. Die ist aus Silikon und sehr robust, dadurch auch sehr langlebig und man zieht sie einfach auf, indem man das hier einfach überstülpt. Keine Angst, das wird nicht kaputt gehen. Sie ist sehr flexibel und schon ist sie drauf. Also ging jetzt super schnell und super easy. Und ich muss sagen, sie ist auch sehr passgenau, weil sie auch Aussparungen hat für all die kleinen Knöpfe hier. Angefangen vom Steuerkreuz über die Buttons hier und natürlich auch hier die Options-Taste, die PlayStation-Taste und sogar hier hinten hat sie auch noch Aussparungen. Was bei der Hülle ziemlich gut ist, ist der Grip. Dadurch, dass sie hier diese Noppen hat, hält sie wirklich bombenfest und man rutscht nicht, auch wenn man vielleicht ein bisschen schwitzige Hände hat. Würde ich sagen, ist eigentlich ein sehr, sehr praktisches und sehr nützliches Accessoire. Man muss sich eben daran gewöhnen, der Controller ist dann einfach ein bisschen klobiger und ein bisschen dicker. Das haben natürlich solche Hüllen einfach an sich. Ist natürlich halt eben auch Geschmackssache, aber nützlich ist sie definitiv. Praktisch ist es halt natürlich auch, dass man diese einfach abnehmen kann und einfach mit warmem Wasser und Seife einfach waschen kann und die ist dann wieder wie neu, was natürlich bei einem ungeschützten Controller dann ein bisschen schwierig wird, wenn da Kratzer drin sind und so weiter. Die lassen sich dann eben nicht mehr so leicht entfernen. Was auch cool ist, dabei bei dieser Hülle sind hier auch verschiedene Stickkappen dabei, auch mit verschiedenen Riffelungen. Und da muss man eben erstmal fühlen, welche für einen persönlich sich am besten anfühlen und mit welchen man sich am besten vorstellen kann zu spielen. Ich werde jetzt einfach mal hier die mit den starken Riffelungen nehmen. Und um die aufzubringen, gibt es einen einfachen Trick, weil einfach so draufstülpen ist schwer. So einmal hier auf den Finger umstülpen, sodass es quasi mit dem Inneren nach außen schaut. Dann einfach auf den Stick auflegen und dann drüber stülpen. So geht es am einfachsten drauf und ihr müsst dann nicht lange herumfummeln. Das gilt übrigens für fast alle Stickkappen, egal welchen Hersteller sie haben. So, die Stickkappen, die haben nicht nur mehr Grip, sondern die bieten eben auch Schutz vor Abnutzung. Bei diesen DualSense sind die Originalsticks jetzt noch relativ gut erhalten, aber ich habe auch andere, die sind da sehr, sehr abgenutzt. Und wir kommen nachher auch noch zu einem Gerät, wo ich euch zeigen kann, wie es aussieht, wenn die Sticks wirklich abgenutzt sind. Und das ist dann nicht so schön. So, diese Stickkappen, die gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen. Nicht verwirrt sein, die Firma Extreme-Rate ist das gleiche wie Play Vital. Das ist eben nur die Marke davon und die kann man eben auch extra kaufen. Und was ich halt cool finde, ist einfach, dass sie auch sehr kostengünstig und erschwinglich sind. Also man muss nicht sehr tief in die Tasche greifen, um sich eben so eine Hülle oder solche Sticks zu kaufen. Falls euch das interessiert, ich verlinke übrigens alle Produkte, die ich hier zeige, unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Dann habe ich hier für mein Steam Deck auch so eine Hülle und zwar auch Silikon, auch in schwarz. Die gibt es natürlich auch in vielen verschiedenen Farben. Da ist definitiv auch für jeden Geschmack was dabei. Und das Prinzip funktioniert eben genauso wie beim DualSense. Man stülpt diese einfach hier auf. Und ja, man muss ein bisschen ziehen, aber wie gesagt, das ist Silikon, da passiert nichts, sie leiert nicht aus und sie reißt auch nicht. Dann hat man eben zum Beispiel sein Steam Deck hier auch in so einer Hülle voll Gebrauchs
Staubspuren geschützt. Man kann die auch abwaschen, man kann die auch reinigen. Viel, viel leichter, als wenn ihr das Gerät direkt reinigen müsst oder eben, wie gesagt, auch wenn Kratzer drin sind, was sehr, sehr schade wäre. Ich mag solche Hüllen einfach gerne, ob jetzt für DualSense, ob jetzt allgemein für Controller oder eben solche Handhelds oder auch fürs Handy. Das hat man ja auch meistens in einer Hülle drin. Und ich muss sagen, ohne würde ich solche Geräte eigentlich auch fast gar nicht mehr verwenden, weil es mir viel zu schade ist, wenn da eben Kratzer hinkommen. Was ich bei der Hülle jetzt sagen muss, ist, im Gegensatz zu der des DualSense, hier ist der Grip nicht ganz so gut. Also es ist doch relativ rutschig. Hier die hinteren Knöpfe, da ist jetzt keine Aussparung drin, aber die kann man trotzdem durch die Hülle bedienen. Ansonsten ist natürlich auch für alle anderen Knöpfe hier Aussparungen drin. Die Touchpads sind ausgespart und was ich euch eben vorhin schon angekündigt habe, die Sticks. Wie man hier sieht, sind die hier sehr, sehr unschön geworden. Kann ich sagen, warum das so schnell passiert ist, denn das Steam Deck ist eigentlich gar nicht so alt, aber die sind hier schon grau geworden vom Abnutzen und krieg's auch nicht weg. Also es ist tatsächlich eine Abnutzung, es ist kein Dreck drauf. Ja, schade, hätte ich mal von Anfang an Stickkappen drauf gemacht und bei diesem Steam Deck, bei dieser Hülle, sind eben auch wieder Kappen dabei und die werde ich einfach ab jetzt benutzen, weil ich irgendwie keine Lust habe, dass da noch mehr daran sich abnutzt. So, jetzt habe ich die Stickkappen drauf. Ich muss sagen, hier war es ein bisschen fummelig, da musste ich ein bisschen rumprobieren. Bei den DualSense Stickkappen ging das viel schneller und viel leichter, aber jetzt sind sie drauf. Jetzt ist hoffentlich der Stick hier geschützt vor mehr Abnutzung. Dann habe ich hier noch etwas für die PS5. Nein, das ist keine Tragetasche, es ist eine Hülle. Wenn ihr die PS5 jetzt zum Beispiel mal länger nicht in Gebrauch habt, vielleicht mal im Urlaub seid oder einfach keine Zeit habt, viel zu spielen, ihr wisst sicher, wie das ist. Es ist einfach ein Staubfang hier oben, einfach weil durch diese Schlitze sehr viel Staub reinkommen kann. Und um das zu verhindern, kann man eben einfach so eine praktische Hülle hier einfach aufziehen und damit ist dann die PS5, wenn sie eben nicht in Gebrauch ist, geschützt. Sie hat hier hinten auch Aussparungen für alle Kabelanschlüsse. Das heißt, ihr müsst die Kabel da nicht immer unbedingt entfernen, wenn ihr dann eben mal in Urlaub seid oder mal länger nicht spielt, um die eben vor Staub zu schützen. Ist jetzt ein sehr simples Gimmick, aber ich finde, es ist ein sehr nützliches, weil man dadurch auch wirklich die Lebenszeit der PS5 durchaus etwas verlängern kann. Wenn ihr schon mal eine PS5 aufgeschraubt habt und diese gereinigt habt, dann wisst ihr, was sich da alles mal so drin verstecken kann und was da alles so reinkrabbeln kann, außer Staub. Zur Hölle. Hier ist ein Insekt in meiner PS5 drin. Und da sehe ich auch schon wieder einiges an Staubwänden und sich da drauf verfängt und nicht irgendwo in der Luft herumschwirrt. Ja, und das ist dann sehr unschön und das kann man eben mit sowas verhindern. Dann muss man die PS5 auch nicht so oft mal reinigen. Warum kann man damit die Lebenszeit verlängern? Naja, weil es ist so, je mehr Staub da drin ist, je mehr Staub sich im Lüfter verfängt, desto mehr sinkt die Leistung des Lüfters. Das ist einfach bei jedem Lüfter so. Dadurch muss der Lüfter dann natürlich auch mehr arbeiten, auf höhere Leistung arbeiten und das verbraucht mehr Strom und je mehr Strom sie verbraucht, wird sie natürlich auch wieder wärmer. Also es hat eben alles so einen Rattenschwanz, was halt eben so ein Staubfang mit sich bringt. Wenn die PS5 mal länger steht und man sie nicht benutzt, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, verwendet so eine Hülle, um eben so einen Staubfang zu verhindern. Halten jetzt diese Hüllen auch, was sie versprechen? Na, im Grunde genommen schon, weil sie ja eben die Konsole, die Handhelds und auch die Controller schützt vor Abnutzung. Und in dem Fall vom DualSense auch mehr Grip bietet. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, würde ich auch sagen, ja, weil das ist wirklich kein großes Geld, was ihr da für solche Sachen investieren müsst. Ist das jetzt jedermanns Geschmack? Vielleicht nicht. Es kommt darauf an, eben wie gesagt, es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Muster, da ist für jeden auch etwas dabei, aber die Geräte werden natürlich durch so etwas leicht klobiger. Das muss dann natürlich eben jeder selbst entscheiden, ob ihm das gefällt oder nicht. Nützlich ist es aber allemal.